2009 erschien mit Jennifer's Body ein sehr spezieller Horrorfilm, in dem Megan Fox und Amanda Seyfried beste Freundinnen seit Kindertagen spielen. Mittlerweile ist der Film auch auf Disney Plus erhältlich und im heutigen VOD-Tipp möchte ich euch erklären, was den Film so interessant macht. Gibt es etwas Gruseligeres als eine Highschool-Schülerin, die keine Jungfrau mehr ist? So kurios das zunächst klingen mag, betrachtet man zum Beispiel die Karriere von Britney Spears und achtet darauf, welche Fragen sie vor Tausenden von Zuschauern gestellt bekommen hat, wird deutlich, worauf es für einige ankommt: Jungfräulichkeit. Schon immer wurde die Jungfräulichkeit von Frauen in verschiedenen Kulturen zelebriert oder sogar verpflichtend vorausgesetzt. Hinzu kommt natürlich der Druck, den junge Frauen sich selbst machen, wann es soweit sein soll, ob es wehtun wird und wem man sein erstes Mal schenken soll. Und dann kommt Jennifer, die wunderschöne, sexy Cheerleaderin, die sagt, dass sie nicht mal mehr hintenrum Jungfrau ist. Jennifer ist selbstbestimmt, hat Spaß an Sex, feiert gerne und trinkt Alkohol. Das genaue Gegenteil des American Girl Next Door und somit für manche das personifizierte Grauen. Interessant ist zu erwähnen, dass Megan Fox zu diesem Zeitpunkt bereits 23 war und nach eigenen Aussagen fast daran zerbrochen ist, konstant auf ihren Körper reduziert zu werden. Das ist unter anderem so bedauerlich, weil sie auch in Jennifer's Body zeigte, was sie schauspielerisch drauf hat. Auch das Marketing des Films machte Regisseurin Karin Kusama und Drehbuchautorin Diablo Cody einen Strich durch die Rechnung. Obwohl die beiden Frauen sich mit Jennifer's Body an ein weibliches Publikum richten wollten, entschied das Studio sich für die Fokussierung auf ein männliches Zielpublikum, da viele Megan Fox bereits aus Transformers kannten. There was a test screening that a kid wrote. They said, "What would you improve about this film?" And the kid wrote, "Needs more boobs." And spelled boobs B-E-W-B-S. And that was the data that was collected and taken seriously. In Deutschland erhielt der Film auch noch den grausigen Untertitel Jungs nach ihrem Geschmack. Der Film floppte. Viele männliche Zuschauer beschrieben den Film als flach und konnten die subtil eingeflochtenen Themen nicht wahrnehmen. Selbst ich wurde lange von dem Filmcover abgeschreckt, bis ich ein paar positive Artikel von Kritikerinnen dazu las. Auch andere Frauen erzählten mir, dass sie keine Lust auf noch einen vermeintlich klischeehaften Highschool-Film hatten. Das Marketing hatte eindeutig versagt. Neben den zahlreichen Anforderungen durch die Gesellschaft und die eigenen Mitschüler kann sogar innerhalb einer Freundschaft unangenehmer Druck entstehen. Seit ihrer Kindheit sind Jennifer und Anita bereits beste Freundinnen. Bis heute nennt Jennifer ihre Freundin Anita nur Needy, schaut auf sie herab und nimmt sie nicht ernst. Needy ist nicht sehr selbstbewusst und hält trotz allem weiterhin zu Jennifer, weil sie ihre Sandkastenfreundschaft sehr schätzt. Obwohl sie so anders als ihre beste Freundin ist, entdeckt auch Needy eigenständig ihre Sexualität und entscheidet sich dazu, mit ihrem Freund ihr erstes Mal zu erleben. Wieso sie sich darauf jedoch nicht so recht konzentrieren kann, betrachten wir jetzt, wenn es um den Horror von Jennifer's Body geht. Im Einstieg sprach ich bereits über das Thema Jungfräulichkeit und die Erwartungshaltung, mit der junge Frauen immer wieder konfrontiert werden, sei es im Pop-Business, im Freundeskreis, in Filmen oder Büchern. Eines Abends besuchen Jennifer und Needy das Konzert einer Band, die insgeheim auf der Suche nach einer Jungfrau für ihr diabolisches Ritual sind. Zu keinem Zeitpunkt zweifeln die Männer daran, dass Jennifer vielleicht doch sexuell aktiv ist, setzen die sichtlich angetrunkene Teenagerin in ihren Bandwagen, fahren an einen abgelegenen Ort und bringen sie dort um. Trotz allem erwacht Jennifer irgendwann mitten im abgelegenen Wald und läuft nach Hause zurück. Wie sich herausstellt, wurde sie durch das falsch angewandte Ritual in ein mächtiges, dämonisches Wesen verwandelt. Um weiter bei Kräften zu bleiben, verspeist sie nach und nach ihre männlichen Mitschüler, wonach sie jedes Mal wieder wunderschön ist. Betrachtet man den Film lediglich an der Oberfläche, sieht man vielleicht nur die Verwandlung einer sexy Cheerleaderin in ein männerfressendes Monster. Jedoch dürfte klar geworden sein, wie viel mehr hinter diesem brutalen Übergriff steckt und dass das Verhalten der Bandmitglieder lediglich eine Anspielung auf ein viel größeres gesellschaftliches Problem ist. Als zweiten Punkt möchte ich Jennifer's Body als Film vorstellen, der vor allem in der queeren Community Anklang gefunden hat. So sagt Jennifer an einer Stelle "I go both ways", woraus man schließen kann, dass sie bisexuell ist. Außerdem hat sie in ihrer Kindheit gerne Ehefrau und Ehemann mit Needy gespielt.
Needy wiederum wird oft als lesbisch interpretiert. Dann zu Beginn des Films wird ihr gesagt, dass sie totally lesbi-gay sei. Man sieht, wie sie Jennifer verträumt beim Cheerleaden beobachtet oder wenn sie auf dem Konzert ihre Hand hält. Needy denkt in Form einer Vision sogar bei ihrem ersten Mal an Jennifer und an einer Stelle küssen sich die beiden sehr leidenschaftlich. Kritikerin Valeska Hexpot kommt in ihrem Blog-Eintrag zu dem Fazit, dass Jennifer's Body ein großartiger queerer Horrorfilm sei. Ihrer Meinung nach betone er die Vielseitigkeit sexueller Begierden und sorge dafür, dass Bisexualität nicht ausgeschlossen werde. Jedoch gibt es auch kritische Stimmen. In dem Artikel der Filmemacherin Elle Hoffman beschreibt sie, inwiefern hier schädliche Tropes bedient werden. So traut sich Jennifer nicht deutlich zu sagen, dass sie bisexuell ist, sondern umschreibt es nur. Sie wird gequält und zweimal getötet, was sehr an den Kill Your Gays Trope erinnert. Der beschreibt, dass es in Filmen sehr oft die homosexuellen Charaktere sind, die sterben müssen. Auch die anhängliche, lesbische beste Freundin, die von der bisexuellen Person kontrolliert wird, sei ein schädlicher Trope, da es die beiden sexuellen Orientierungen in ein negatives Licht rückt. Dennoch räumt Hoffman ein, dass queere Frauen Jennifer's Body als einen guten Film für sich zurückerobert haben und die homophoben Bemerkungen eher als typische, ironische Witze interpretieren. Obwohl Needy als anhängliche Person beschrieben wird, rahmt sie das Geschehen ein, indem der Film mit ihrer Erzählung beginnt und endet. Nachdem sie dabei erwischt wird, wie sie Jennifer umbringt, landet sie in einer psychiatrischen Klinik, aus der sie jedoch fliehen kann. Wie sich herausstellt, besitzt sie nun ebenfalls Fähigkeiten, da Jennifer sie im Kampf gebissen hat. Diese nutzt sie, um auszubrechen und tödliche Rache an den Bandmitgliedern zu nehmen. Metaphorisch gesehen hat sie es geschafft, sich aus ihrer toxischen Beziehung zu lösen und mit voller Kraft zu der Person zu stehen, die sie wirklich ist. Jennifers Körper, daher der Filmname, ist der metaphorische Dreh- und Angelpunkt des Films. Als Zuschauende sehen wir die sexy Hülle, starren zunächst vielleicht auf ihre Brüste, die knappen Shorts, das bauchfreie Top. Obwohl sie minderjährig sein soll, fühlen wir uns zu ihr hingezogen und sind durch viele andere Teenie-Filme an diese Rolle als gaffende Beobachter gewöhnt. Doch irgendwann werden wir vor den Kopf gestoßen, wenn wir erfahren, dass Jennifer definitiv not that innocent ist. Denn als Opfer eines brutalen Übergriffs bekommt Jennifer eine zweite Chance, um selbstständig Rache für das zu nehmen, was ihr angetan wurde. Es gibt mittlerweile einige Filme mit emanzipierten jungen Frauen, sei es Ginger Snaps oder moderne Slasher wie Freaky. Das Besondere an Jennifer's Body ist für mich jedoch, dass er so gekonnt mit der Erwartung spielt, die wir als Zuschauer an Teenie-Filme und genauer an Frauen haben. Die Autorin Jerry Sampson schrieb in ihrem Essay über den originalen I Spit on Your Grave von 1978, ist vielleicht der Grund, dass weibliche Sexualität so oft als Bestrafung in der modernen Gesellschaft und Religion genutzt wird, dass es schwerfällt zuzuschauen, wie eine misshandelte Frau ihren eigenen Körper dafür einsetzt, um sich zu rächen? Während ihrer letzten Atemzüge sagt Jennifer: My dad. No, your heart. Jennifer ist nicht als sexy Körper gestorben, sondern wurde als Mensch wahrgenommen und direkt ins Herz getroffen.